Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Pflanzenvorstellung. Heute möchte ich dir die Walnuss etwas näher bringen und dir die vielen erstaunlichen und wissenswerten Informationen zu dieser Heil- und Genusspflanze geben. Die Walnuss gehört zur Familie der Walnussgewächse. Der Baum entwickelt sowohl weibliche als auch männliche Blüten, und zwar so ähnlich wie die Haselnuss. Die männlichen hängen als Kätzchen herab und die weiblichen stehen hoch und sind etwas kleiner. Übrigens, wusstest du, dass sich die ersten Blüten erst bei einer Walnuss zeigen, die mindestens 15 Jahre alt ist? Wenn dir mein Video gefällt, freue ich mich über einen Daumen hoch, und wenn du meinen Kanal abonnierst, vergiss bitte nicht, die Glocke zu aktivieren, damit du immer sofort Bescheid weißt, wenn neue Videos von mir online sind. Viele nehmen an, dass man nur die reifen Nüsse verwenden kann. Das stimmt aber so nicht, denn aus den unreifen Nüssen kann eine ganze Menge entstehen. Haarfarbe zum Beispiel. Die sorgt für ein tiefes, warmes Braun, oder man kann aus den unreifen Nüssen auch einen herrlichen Likör machen. Wichtig ist, wenn man Walnussschalen in die Hände nimmt, sollte man immer Handschuhe tragen. Denn das gibt so eklige, schwarzbraune Flecken auf der Haut, die sich wirklich nur mit viel Schrubben, viel Zitronensaft wieder ablösen lassen. Wusstest du, dass der ganze Baum eine kleine Apotheke ist? Die Blätter helfen als Tee getrunken bei Verdauungsbeschwerden, die unreifen Nüsse fördern die Gesundheit und selbst die Kämmen, das sind die Trennwände der Nüsse. Also wenn du eine Walnuss aufmachst, dann hast du da drin die Nuss und dazwischen sind ganz feine Trennwände. Diese werden in den letzten Jahren gegen Herzrhythmusbeschwerden eingesetzt. Ein kurzer Steckbrief. Die Walnuss gehört zur Pflanzenfamilie der Walnussgewächse, den sogenannten Juglandaceae. Der wissenschaftliche Name ist Juglans regia. Verwendet werden die Nüsse, die Schalen der Nüsse, die Trennwände in den Nüssen und die Blätter. Inhaltsstoffe sind Gerbstoffe, Bitterstoffe, Flavonoide, Juglon, Hydrojuglon und andere. Die Anwendungen: die Blutgefäße werden erweitert, die Durchblutung wird gesteigert und Verdauungsstörungen. Die Eigenschaften sind gewebeverdichtend, schmerzstillend und entzündungshemmend. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie Wissenswertes über die Walnuss. Glaubt man alten Schriften, so wurde die Walnuss von den Griechen Eichel des Zeus genannt. Und da die Römer immer gern solche Namen für ihre eigenen Götter verwendeten, hieß sie dann später Eichel des Jupiter. Ob es an der Form lag oder an dem gehirnähnlichen Inneren, ist nicht überliefert. Fest steht aber, die Walnuss war immer ein Zeichen für die Fruchtbarkeit. Ich erinnere mich, dass wir früher mal an Weihnachten ein Nussorakel gemacht haben. Jeder nahm sich vom Teller 12 Nüsse und jede Nuss stand für einen Monat des nächsten Jahres. Und dann wurden sie der Reihe nach geöffnet und der Zustand der Nuss gab immer Auskunft, wie der Monat oder der zugehörige Monat sein würde. War sie schwarz, wurde es ganz schlimm und es konnte auch Tod drohen. War sie wohlgeformt und duftend, dann konnte man in diesem Monat auf Glück hoffen. Ehrlich gesagt hat sich das nie einer aufgeschrieben. Und ob es dann im nächsten Jahr so gewesen ist, wusste am nächsten Weihnachten keiner mehr zu sagen. Wie knackt Markus eine Nuss? Er legt die Nuss mit Hochgenuss unter einen Autobus.
Dieser alte Kinderreim hat für Krähen ziemlich viel Wahrheit, denn diese hochintelligenten Vögel wissen ganz genau, dass sie eine Walnuss in ihren Schnabel nehmen müssen, hochfliegen und dann lassen sie die Nuss aus großer Höhe auf eine feste Oberfläche fallen. Die Nuss geht kaputt und sie kommen an die Innereien dran. Ganz schön clever. Was ich aber noch beachtlicher finde, ist, dass Krähen Walnüsse verstecken. Und zwar meistens so im Herbst verstecken sie die Walnüsse und unglaublicherweise finden die auch immer wieder. Also nicht so wie die Eichhörnchen, die da immer völlig verzweifelt rumrennen und ihre ganzen Nüsse nicht mehr wiederfinden. Nein, die Krähen finden bis zu einem Vierteljahr später noch die Nüsse, die sie versteckt haben, sogar unter einer Schneedecke. Vielen Dank, dass du auch heute wieder zugehört hast und viel Wissen über die Walnuss erlangt hast. Vielleicht ist es mir ja gelungen, dass du auch dieses Jahr ein Walnuss-Orakel spielst. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Nüsse uns für das nächste Jahr zu sagen haben. Hoffen wir, es wird besser als dieses. Und hoffen wir, dass wir Frieden haben nächstes Jahr.